Au, die, oh, feel. Bum, 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 au, die, oh, feel. Au, die, oh, feel. Au, die, oh, feel. Feel, feel. Sein Halsey. Sie sind als Chorleiter natürlich gewohnt, in der ersten Reihe zu stehen und auch anzuleiten. Haben Sie diese Führungsposition eigentlich auch bei Ihren Pferden? Nein. Meine Frau, mein Sohn sind die Reiter in der Familie und ich gehe sehr gerne aber in den Hintergrund. Verstehe, das habe ich fast befürchtet. Ja. Aber Sie tölten auch. Sie haben Isländer. Ja. Das habe ich erfahren. Ja. Aus vertrauten Quellen, Quellen. Dass Sie Richtig. Und wir suchen einen zweiten, so wir können zusammen durch den Land in England zusammen fahren. Mhm. Ja. Es gibt ja auch Projekte, wo man Pferdearbeit oder Arbeit mit Pferden für Manager anbietet. Ja. Haben Sie sich sowas auch schon mal überlegt oder wollen Sie das lieber beim Chorgesang belassen mit Managern? Ich arbeite, wo ich so Fachmann, Expert bin. So, ich habe relativ viel Management durch Chormusik getan, weil als Dirigent man ist Richtungmanager. Und was ist interessant als Chordirigent oder Orchesterdirigent, man arbeitet mit vielen Leuten, zum Beispiel 100 Leute, die alle sehr gut ausgebildet sind. Und die Frage ist, wie arbeiten wir zusammen? Wie können wir auf der einen Seite relativ demokratisch sein? Auf der anderen Seite, dann muss ich sagen, so ist es. Diese Balance in Musik ist interessant. Und deshalb sind ein paar Management-Training-Firms zu mir gekommen. Und ich habe in Hannover und in Hamburg mit Management-Training gearbeitet. Mhm. Bräuchte man als Chorleiter manchmal auch einen Abschluss in Psychologie? Ja, zum Beispiel, ich beginne jeden Tag mit dem Chor um 10 Uhr und die Frage ist, wie ist die Atmosphäre? Und sind auch alle pünktlich um 10 Uhr? Oh ja, es ist Deutschland hier. Alle sind pünktlich. Der Rundfunkchor Berlin ist wunderbar organisiert. Es gibt niemand spät. Und wir beginnen immer pünktlich. Aber jeden Tag, die Atmosphäre ist anders. Vielleicht wir haben ein Konzert gestern Abend gehabt und wir sind ein bisschen müde oder das Wetter ist schrecklich. Und wenn das Wetter ist schrecklich und man spielt Klavier klingt gleich. Aber wenn die Instrument ist die Stimme und es ist warm und es hat geregnet, wir klingen anders, als wenn die Sonne scheint zum Beispiel. Und dann die Frage ist die Musik angenehm oder schwierig? Und. Und dann, so jeden Tag muss ich anders mit dem Chor arbeiten. Liegt die Stimmung im Chor auch daran, wie Sie dem Chor gegenübertreten? Hängt das auch von Ihnen ab, was die ausstrahlen? Ja, ich versuche jeden Tag optimistisch und voller Energie zu sein um 10 Uhr. Oft um 9:45 Uhr, ich denke, oh Gott, Tasse Kaffee, und dann 2 Minuten vor 10. Hier bin ich. Das ist mein Job, ein bisschen wie ein Entertainer. Ich übertreibe schrecklich, aber wenn ein Dirigent kommt zum Pult und ist so, dann alle die Leute sind so. Wenn man hat Energie und so weiter, dann alle nehmen diesen Einfluss, nehmen diese Energie und arbeiten mit. Und dann manchmal denkt man, wir haben 3 Stücke heute zu tun. Ein ist sehr schwierig, ein liegt hoch in der Stimme. Wo beginnen wir? Vielleicht mit etwas Einfaches. Denn nach 10 Minuten, wenn die Konzentration ist da, die Stimmen sind warm, dann machen wir dieses Stück, das liegt sehr hoch oder braucht unglaublich viel Energie zum Beispiel. Aber der Rundfunkchor Berlin, wie die Berliner Philharmoniker zum Beispiel, wir sind alle Profis.
die Mitglieder des Chores sind verantwortlich, fit um 10 Uhr zu sein und müssen im Prinzip alles vom Anfang an perfekt tun. Aber ich versuche menschlich und freundlich zu sein. Wie ist das? Früher hat man ja immer gesagt, die Chormitglieder sind alles Solisten, die es nicht zu Solisten geschafft haben. Ist das heute so, dass viele sich bewusst auch für Chor entscheiden? Oh ja. Oder sind das alles frustrierte? No. Der Rundfunkchor Berlin ist ein Berufschor. Die sind Profis. Alle, die singen in dem Chor wollen in ein Ensemble arbeiten. Zum Beispiel sagt man, ein Oboist in der Berliner Philharmoniker ist kein Solist und es ist traurig, dass er spielt in der Berliner Philharmoniker. Sagen wir nie. Es ist ein Privileg und ganz wunderbar, in der Berliner Philharmoniker zu sein. So ist es in einem Profichor. Zum Beispiel, wir haben diese Woche eine Vakanz für Tenor gehabt. Wir haben Vorsingen gehabt. Die ganze Woche kommen Leute aus verschiedenen Ländern und wir haben Vorrunde gehabt und dann ein Wettbewerb vorgestern, ein Final gehabt und ein junger Mann aus Korea hat die Vakanz, das Job gewonnen, hat das Job gewonnen und nein, es ist ein Privileg, in diesem Ensemble zu arbeiten. Wir machen ungefähr 30% unserer Arbeit mit Berliner Philharmoniker. Wir sind sehr oft auf Tournee. Zum Beispiel dieses Jahr fahren wir nach New York, Lincoln Center, nach London, The Proms. Wir sind in Spanien und Frankreich. Wir sind fast jedes Jahr in Paris. Dieses Jahr bringen wir 9 CDs neu zu dem Markt. Heute haben wir ein CD, heißt Morgenlicht mit Deutsche Grammophon. Wir haben letztes Jahr und vorletztes Jahr alles von Wagner aufgenommen. Ist ein tolles Job. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Dirigieren eines Chores und dem Dirigieren eines Orchesters? Okay, well, im Prinzip ist es gleich. Man macht 1, 2, 3, 4. Aber denken Sie über... Weil es 4/4 ist, sonst hat man Pechglück. Aber natürlich sind wir alle Spezialistinnen. Natürlich sind wir alle Spezialisten. We're all specialists. So, it's wie in einem Krankenhaus. Es gibt einen Arzt, der macht Füße oder Psychologie oder Hals oder niemand macht alles. Ja? So Simon Rattle ist viel besser als ich mit einem Orchester und ich weiß ganz genau, was mit Stimmen zu tun, was mit Chore zu tun. The Rhythm ist ein bisschen anders, die Musik ist gleich. Oft wir haben eine Woche, wo wir arbeiten zusammen. Simon Rattle arbeitet 2 Tage mit dem Orchester allein. Ich arbeite 2 oder 3 oder 4 Tage mit dem Chor allein. Und am Mittwoch wir bringen alle zusammen. Oft normalerweise Simon Rattle dirigiert. Aber warum? Ja, weil er ist Chef des Orchesters und der Chor ist eingeladen, mit dem Orchester zu arbeiten. Aber es ist nicht so zweite Position? Oh, no, es ist nicht zweite Position. Und wir arbeiten in der Probezeit zusammen. Er dirigiert, ich bin in dem Saal. Ich sage, zu viel, die Geige sind zu laut. Wir brauchen mehr Chor hier oder die Pianos sind zu laut oder. Und manchmal, ich habe die Chance, ein kleines bisschen zu dirigieren. Er geht in den Saal und sieht, wie es klingt. Aber die 2 Jobs sind sehr anders. Manchmal der Chor arbeitet allein, a cappella, ohne Orchester, dann bin ich der Dirigent. Und oft machen wir Konzerte, wo ein Orchester ist eingeladen, mit dem Chor zu arbeiten, dann bin ich Dirigent. Also dirigieren Sie dann auch das Orchester? Oh ja. Okay. But wie so oft im Leben,
Shakespeare hat Plays geschrieben, but nicht Novels. Es ist nicht oft, dass man macht alles. So, ich habe gesungen, ich habe als Chordirigent studiert, ich bin zu Hause mit Chore. Ich bin relativ gut mit einem Orchester, denke ich, aber man muss immer in diesem Häuser Specialist sein, denke ich. Wenn Sie mit einem Chor arbeiten, wie können Sie einem Chor eine besondere Klangfarbe oder einen besonderen Klang verleihen? Welche sind die Parameter, an denen Sie arbeiten? Well, ich kann relativ viel tun. Zuerst mit Gesture, was ich mit den Händen mache. Das ist weicher, das ist mehr präzis, das ist größer, das ist kleiner, das ist Legato, das ist Staccato und so weiter. Ich kann sehr viel zeigen. Aber nicht nur hier, mit Gesicht, mit den Augen. Oder, ja? Aber dann müssen wir reden, natürlich. Und oft man kann nur zur Erinnerung kein Wort sprechen, aber hören Sie gut zu. Oder das ist zu laut. Oder Frau X, Vorsicht. Oder? Ja? Dann manchmal müssen wir Stop und wir sprechen über Inhalt des Textes. Was für einen Klang wollen wir für Lamm Gottes haben? Ist es weich und mit Liebe gesungen? Oder ist es mit Angst gesungen? Und dann der Chorklang ist ganz anders. Natürlich, das ist sehr interessant als Chordirigenten. Die Bilder, das wir malen, die Möglichkeiten, das wir haben mit Stimmen, mit Text, mit Konsonanten, mit Vokale zum Beispiel. Ich kann ein A, das ist resonant und tief haben, oder ein A, das ist hell und eng haben. Und wir verstehen etwas anderes, wenn ich A oder A singen. Und das kann ich auch zeigen, ja? Arbeiten Sie mit Dirigentenstab oder nur mit Nein, den Händen? normalerweise mit den Händen, weil ich die Möglichkeiten mit Händen zu arbeiten, es gibt mehr Farben hier. Und wenn Sie jetzt einen Chorklang kreieren oder generell mit einem Chor arbeiten, an welchen Punkten müssen Sie arbeiten? Natürlich Rhythmus. Oh, alles. Aber wie kann man denn einen besonderen Chorklang kreieren? Kommt das dann eher von der Balance zwischen den Stimmen oder woran liegt das? Oh, von alles. Zuerst die Mitglieder des Chores. Okay. Rundfunkchor Berlin, Berufschor, hat tolle Stimmen. Und wir haben ein Balance. So oft Amateurchore haben sehr viele Frauen und 2 Tenors und 3 Bassi. Wir haben 20 Soprani, 18 Altistinnen, 18 Tenori, 18 Bassi. Wir sind voll besetzt. Wir haben halb der Bassi sind tief und resonant. Die Tenori halb sind so Heldentenorien, klingen hoch und wunderbar. Halb der Altistinnen sind tief und rund, halb sind Mezzosopranos, leichter und heller. Und deshalb ich habe alle die Farben sind schon da. Alle in den Rundfunkchor sind sehr gut ausgebildet. Zum Beispiel alle haben so Masters Niveau Education und kommen aus verschiedenen Ländern, aber das Niveau für alle 80 ist gleich, sehr, sehr hoch. Und wenn wir Vorsingen haben und manchmal niemand finden, dann haben wir eine Vakanz und wir warten, bis Herr X kommt. Das ist wirklich richtig für uns. Na. Wir haben auch ein Klangbild hier. Das ist ein bisschen anders vom Chore in Russland oder vielleicht in Köln oder Stuttgart. Ist das eher hier oder eher hier? Beides. Und kommt auch aus Tradition. Ja? Hier singen wir relativ ruhig, relativ rein, nicht zu viel Vibrato. Die Soprani und Tenori singen sehr rein, leggero, ohne Druck, ohne Stress. Die Altistinnen und die Bassi sind ein bisschen dunkler und wärmer und alle passen sehr gut zusammen.
Und ich muss jeden Tag vorsichtig sein, Balance, nicht zu viel Bass, nicht zu viel Soprano, nicht zu viel Stress, wenn die Musik liegt hoch in der Stimme. Dann brauchen wir Sprachberater. Oft singen wir auf Russisch, Englisch, Hebräisch, Tschech. Und dann brauchen wir Hilfe. Französisch zum Beispiel ist nicht einfach, wenn man hat Deutsch als Muttersprache. Und wir müssen üben und üben, so alle die Vokale und Konsonanten, Farben sind richtig. Mit einem Diphthong. I, wo ist der Vokalwechsel? Und wir üben, so wird die I-Wechsel alle 80 wechseln zusammen. Was ist Piano? Was ist Forte? In einem A Cappella-Stück, vielleicht Piano ist wirklich Piano, wirklich leise. Vielleicht mit einem Orchester in einem Dom ist es più forte, ist lauter. Dann wie kräftig sind die Konsonanten auf Deutsch oder auf Englisch. Gott braucht Doppel-T und sehr viel Kraft. Aber vielleicht auf Italienisch, die Konsonanten sind weicher. Aber alle müssen gleich tun. Deshalb brauchen wir sehr viel Zeit. Und was haben wir auch? Wir haben auch Text, Meinung, Inhalt des Textes. Wenn man spielt Geige, natürlich Beethoven Symphonie hat eine Bedeutung. Aber wir wissen nicht ganz genau was. Wenn wir haben Beethovens Missa Solemnis und der Text sagt Gloria in excelsis Deo, wir wissen, dass wir fröhlich sind und ja, wir können alle ein Bild zusammen haben. Macht es das leichter oder auch schwerer, weil Sie immer Leichter. noch die Bedeutung aber Sie müssen ja die Bedeutung transportieren. Ja, klar. Und deshalb Chore reden mehr als Orchesters. Okay, Ja? Sie reden und Wir reden, die ja. anderen arbeiten oder wie? Well, no, die Rede ist die Arbeit. Zum Beispiel, wir haben diese Woche ein Gedicht von E. Cummings gesungen. Und die Bedeutung des Textes war nicht klar. So, man muss 5 Minuten lang mit dem Chor arbeiten. Was sagt E. Cummings hier? Und vielleicht wissen wir nicht, aber dann was hat der Komponist mit dieser Phrase getan? Ja? Und es gibt Texte wie, wo manchmal ein Komponist denkt, dass wenn wir sprechen mit Lamm Gottes, wir sind zufrieden, happy, und manchmal haben wir Angst. Der Text ist gleich. Man sieht die Bedeutung des Textes in der Musik. Hängt es auch von dem Jahrhundert ab, in dem das entstanden Ja, ist? und ob der Komponist Haydn hat geglaubt. Er hat immer gesagt, Laus Deo, Praise be God in der Partitur. Es gibt Komponisten, die glauben nicht besonders zum Beispiel. Ja? Glauben Sie denn? Ja, glaube ich. Ich habe seit 8 Jahren alt in einem Kirchenchor gesungen, in einem Domchor gesungen. Ich habe jeden Tag Gottesdienst gesungen, für 13 Jahre in Oxford und später in King's College, Cambridge. Und ja, es gibt etwas da. Ja? Ist ja auch die Frage, weil wenn Sie natürlich auch Sakralwerke dirigieren oder einstudieren, finde ich das hilfreich. Aber zum Beispiel Eric Whittaker hat mir erzählt, er ist überhaupt nicht gläubig. Ja. Also er ist schon gläubig, aber nicht im christlichen Sinne oder in Denn er hat ein tolles Stück zum Beispiel geschrieben, wo er nimmt Worte wie Love, Life und so weiter hat genommen. Und alle die Worte, er hat ganz langsam getan. Love wechselt into Life. Und wir sind nicht klar, ob wir Love oder Life hören. Now, okay, vielleicht er glaubt nicht, aber es gibt Bedeutung in seiner Musik. Ja?
Ist es denn spannend, diese Bedeutung herauszufinden? Ist das ein Grund, warum Sie gerne Musik mit Texten haben? Ja, klar. Und natürlich Chormusik, die meisten ist christlich. Alles von Bach, alles von Haydn, fast alles von Mozart. Natürlich gibt es Oper. Und in den 20. und 21. Jahrhunderts gibt es mehr und mehr Musik, das ist nicht religiös. Und diese Musik brauchen wir, weil zum Beispiel Berlin ist eine multikulturelle Stadt. Wir wollen Konzerte in Zusammenarbeit mit der türkischen Community tun zum Beispiel. Und dann ist es nicht eine gute Idee, wir wären Korpus zu singen. Und deshalb brauchen wir Komponisten wie Whittaker ist ein Beispiel, wo die Texte sind oft säkular, nicht religiös. Und das brauchen wir auch für die Zukunft, ohne Frage. Sie haben vorhin erwähnt, mit den Klangfarben zu spielen. Wann haben Sie gelernt, so zu hören, dass Sie damit überhaupt spielen können oder arbeiten können? Okay, well, als Sänger habe ich jeden Tag mit Dirigenten gearbeitet. Als ich sehr jung war, habe ich jeden Tag gesungen. Ich war glücklich. Die Dirigenten, mit wem ich habe gearbeitet, vor 40 Jahren, 50 Jahren, waren wunderbar. Und interessant, als ich sehr jung war, 5, 6 Jahre alt, in meiner Schule, der Director of Music, er liebt Musik so, er hat oft Tränen in den Augen. Und ich habe gedacht, wow, ja, Musik ist interessant. Weil, wenn wir haben Fußball gespielt, der Trainer hat nicht... Weil, höchstens, weil ich gespielt habe. Ja, okay. But, und ich war auch glücklich. Ich war in einer Schule, wo Musik war wichtig. Und fast alle in der Schule haben gesungen oder ein Instrument gespielt. So, es war einfach, Musik zu lieben. Ja? Aber wenn Sie allein gesungen haben oder im Gesangsunterricht, hört man ja auf eine Stimme. Aber den Gesamtklang zu hören, ist ja nochmal ein Unterschied. Ja. Und ist natürlich ein Skill, das man lernt. Ich kann eine Partitur nehmen und alles lesen und hören. Ich war in der S-Bahn vor ein paar Tagen und gegenüber war ein Mann, der hatte Schimanowski-Symphonie. Und hier war ein Mann mit dem Tagesspiegel. Ja? Der Dirigent kann die Partitur von Schimanowski-Symphonie lesen. So kann ich. Ich höre, was der Horn 4 oder Oboe 2 spielt. Aber ich bin... das ist mein Skill, das ist was ich tue. Ich kann nicht... ich bin kein Arzt, ich kann nicht Fußball gut spielen. Ja? Aber ist das angeboren oder kann man das auch lernen? Man kann lernen, es ist eine Mischung, natürlich. Eine Mischung. Was wichtig ist, dass alle haben die Chance, Musik zu lernen, Musik zu machen. Und ich glaube auch Sport und ganz ehrlich alles. Wenn man hat die Chance, wenn man in der Schulzeit lernt ein bisschen, dann später kann man musizieren. Ja? Wenn man hat keine Chance, wenn man lernt nichts, wenn man hat nichts gehört, dann ist es viel mehr problematisch, 30 Jahre alt zu beginnen. Ja? Ich habe zum Beispiel in der Schule Deutsch nicht gelernt. Ich muss 42 Jahre alt beginnen. War wirklich problematisch. Sie sehen. Aber den Klang haben Sie ja durch die Musik schon gekriegt. Ja, vielleicht. Beispiel, Sport. Ich habe als Kind natürlich Fußball gespielt. Natürlich. Deshalb liebe ich Fußball. Now, weil ich Engländer bin, habe ich nicht American Fußball gespielt. Ich gehe nach New York im Fernsehen, ich sehe American Fußball, ich verstehe gar nichts. Ja? Weil ich bin nicht mit diesem Sport groß geworden. Tennis, ja. Golf, ja.
Cricket zum Beispiel. Ich liebe Cricket. Aber hier in Deutschland niemand versteht Wir können Cricket. Cricket. Ja. Ich bin mit Cricket groß geworden. Heute ist unglaublich wichtig. England spielen Cricket gegen Australien. Das ist für mich Höhepunkt des Jahres. Verstehe. Für Sie nichts. Wir wissen gar nicht, dass Ja. das Spiel existiert. Ja. Verstehe. Sind Sie der Meinung, dass jeder singen kann? Ja, ich bin der Meinung, dass jeder singen kann. Natürlich, es gibt ein paar, die singen nicht. Meine Schwiegermutter singt ein Kirchenlied und es klingt wie Nun danket aller Gott. Und es gibt keine Differenzierung zwischen und mein Schwiegervater singt Nun danket aller Gott. Sonst kann fast alle singen. Okay, bis auf Ihre Schwiegereltern. Ja. Verstehe. Ja. Aber wann ist denn der Zeitpunkt, also Kinder singen? Jedes Kind singt und jedes Kind liebt zu singen. Ja. Wann ist der Zeitpunkt, wo Sie das verlernen? Oder wo Sie die Freude da oder diesen unbeschwerten Umgang mit der Stimme verlernen? Irgendwann kommt ja die Scham. Dann trauen sich die Kinder auch nicht mehr zu singen. Well, it's auf Englisch Peer Pressure. Ist, wenn die Kinder, wenn alle sind 6 Jahre alt, sie singen gerne, weil Frau X singt und macht Spaß und wir singen sehr gerne mit. Und dann 12 oder 13 Jahre alt, warum singst du? Ja? Mit 6 ist es so, wenn ein Junge ein Mädchen küsst, Ja. der hat mich geküsst und hinterher mit 12 ist es, Küssen ist toll, singen ist blöd. Ja. So, und deshalb, ich komme zurück zu meiner Zeit, in meiner Ausbildung. Ich war glücklich, ich war in einer Specialist Music School. Und deshalb haben alle gesungen, alle gespielt, war normal für alle zu singen. Niemand hat gesagt, 13 Jahre alt, Musik. Wir haben alle gesungen. Wir haben alle Fußball gespielt. Wir haben alle Cricket gespielt. Wir haben alle Französisch gelernt. So auch mit in der Schule mit zum Beispiel. Bis heute vielleicht ist es besser geworden. Aber in meiner Zeit, die Jungs machen Mathematics, Physics, Chemistry. Die jungen Frauen vielleicht Chemistry und Mathematics nicht so sehr. Und English Literature oder History of Art. Und das ist schade, finde ich. Ja? Meine Tochter ist in einer Universität in Cardiff, studiert Education und Psychology. Es gibt 40 junge Leute in the Department, 39 sind junge Mädchen. Ein Boy. Ein Boy. Ich war nicht. Ja. Oder der Kind. Oder vielleicht nicht. Und ich habe das Engineering Department gesehen. Und es war 100 junge Männer, 3 Frauen. Ja, so. Aber was interessant ist, und es ist vielleicht besser hier in Deutschland als in Großbritannien oder in Niederland, in Holland, wo ich habe gearbeitet, da fast alle in der Musikhochschule sind junge Frauen, junge Mädchen. Und in der Vergangenheit, die Wiener Philharmoniker, alle Männer. Und die Berliner Philharmoniker heute ist noch 60% Männer. Aber im Gegenteil, das City of Birmingham Symphony Orchestra, wo ich arbeite, auch in England, ist heute 75% Frauen. Und vielleicht in der Zukunft ist fast 100%. Und das ist okay, das ist völlig okay. Wir sagen auf Englisch Swings and Roundabouts, es geht so. Aber die Gefahr ist, wenn die Kinder sehen, dass nur Frauen machen Musik, dann ist es nicht für Männer. Es ist auch für, again, in Großbritannien, in Primary Schools, die Lehrerinnen, es ist 85% Lehrerinnen. Man sieht fast nie einen Lehrer heute. Ja? Das heißt, das ist schade. Singen ist einfach uncool. Vielleicht. Und deshalb ist es mein Job, Musik cool zu machen. Wie macht man das? Ganz ehrlich, mit Liebe und Enthusiasmus. Und ich habe 2 oder 3 Projekte, ein mit der Berliner Philharmoniker, beginnt
gleich in Hellersdorf und Moabit, wo wir wollen Chore gründen. Und wir haben ein Projekt mit dem Rundfunkchor Berlin, heißt Sing. Und wir arbeiten mit 10 Grundschulen in Berlin. Und das Ziel ist, mit aller Grundschule in Berlin zu arbeiten, so alle Kinder in Grundschule singen. Man muss mit Grundschule beginnen, um 12 oder 13 ist schon zu spät. Das zweite Ziel wäre, in 10 Jahren, die haben 6 Jahre alt begonnen, singen weiter 12. Ja? So, das Ziel ist, für alle zu singen. Glauben Sie, dass es helfen würde, wenn auch im Gymnasium oder sagen wir ab Klasse 5 Singen verpflichtend als Pflichtfach eingeführt würde? Die gut sind. Na, es gibt sehr viele, die sind gut. Aber wenn es ist Pflicht, dann brauchen wir 10.000 Lehrer, Lehrerinnen, vielleicht mehr, die alle gut sind. In meiner Ausbildung, ich spreche Französisch schlecht, weil mein Lehrer war schlecht. Ja? Wir filmen das, der hört das vielleicht. Ja. Ich liebe auf Englisch History und Englisch, weil die Lehrerinnen waren exzellent. So ist das Leben. Sowas passiert manchmal. Ja. Aber vielleicht können Sie mir noch mal erklären, was die besondere Faszination ausmacht, im Chor zu singen. Also wir müssen jetzt so ein bisschen Werbung für Chorgesang. Ja. Well, Chor, 1, die Musik ist super. Das Repertoire sehr breit, von A bis Z. Man kann neue Musik, Popmusik, Gospelmusik, Kirchenmusik, alte Musik, romantische Musik. Es gibt Musik für alle. 1. 2. Es ist ganz wichtig heute, dass wir haben Musik und Sport, die bringen die Leute zusammen. So oft, wir arbeiten mit Computer. Zu Hause vielleicht. Wir haben wenig Kontakt miteinander. Und dann am Abend brauchen wir Kontakt miteinander. Fußball zu spielen, in einem Chor zu singen, macht Spaß. Es ist für die Gesundheit. Wir wissen, für Gehirn, Konzentration, Atem, Relaxation und so weiter. Es ist gut für uns. Und Glückshormone. Ja. Ganz wichtig. Dass wir atmen zusammen, der Herzschlag ist zusammen, weil der Rhythmus und der Musik ist zusammen. Und dann nach einer Probe, wir gehen ein Bier zusammen zu trinken. Das höre ich immer wieder. Mit diesem Bier. Ja, aber das ist ganz wichtig. Für viele Leute, in einem Profikurs ist es anders. Aber es ist unser Job, das wir machen mit großer Liebe. Aber nach einem Konzert gehen wir nach Hause. Aber ich habe einen Amateurchor in Birmingham. Und für viele Leute, Mittwochabend ist das sort of Holiday-Abend. Wir singen 6 bis 9. Dann Bier und Curry und wir gehen sehr spät nach Hause zurück und wir haben Spaß gehabt. Das ist Mittwoch, ja? Ein Höhepunkt der Woche, ja? Absolut. Ja? Und die Konzerte brauchen Konzentration und bringt etwas in dem Leben. Wir treffen uns mit neuen Leuten. Verstehe. Aber mit all diesem Enthusiasmus verstehe ich immer noch nicht, warum Sie noch nicht Sir sind. Weil Orchesterdirigenten sind Sir und Chordirigenten sind fast nie Sir. Ich glaube fast nie, ja. So nur mein Job ist, Mr. Halsey zu bleiben und mit Sir Simon Rattle zu arbeiten. Verstehe. Aber ich drücke die Daumen für den Sir. Danke. Vielen Dank. Au, die, oh, feel. Bum, 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 bum. Au, die, oh, feel.